Boah, schon wieder Metallica? Deine Obsession ist fast schon pathologisch. Wusstest du, dass der Sänger von Metallica Jäger ist? Wie kannst du noch Metallica hören, du Auftragsmörder? Naja, ich bin gespannt, wie du die militante Veganerin zerstörst. Zerstören. Wir zerstören niemanden. Wir sind ja bei Kritik des Veganismus. Wir exposen auch niemanden und wir erledigen auch niemanden. Nicht mal Uli Hoeneß oder Till Lindemann. Wir kritisieren hier. Das bedeutet, wir beurteilen, wir schätzen ein und wir unterscheiden. Wir schauen uns an, was für und was gegen ein Phänomen spricht, und wir schauen uns das in einem größeren gesellschaftlichen Kontext an und reflektieren auch darüber, was das für uns selbst bedeutet. Manchmal machen wir allenfalls noch schlechte Witze. Aber der Titel heißt doch: Militante Veganerin zerstört. Ach das, reines Clickbait, to prove a point. Und was willst du beweisen? Wenn du das wissen willst, dann musst du dir unbedingt alle 4 Teile bis zum Ende anschauen. Ich grüße euch. Ihr erwartet hier ein Video gegen Raffaella Raab, oder? Dass ich sie mal so richtig zerstöre, zerreiße und auseinandernehme. Dass ich darlege, wie falsch ihre Methoden sind und dass sie rassistisch und transfeindlich ist. Tut mir leid, Enttäuschung Nummer 1. Oder ihr wartet nur darauf, euch darüber aufzuregen, dass ich nicht erkenne, was für ein toller und großartiger Mensch Raffaella ist und was sie für die Tiere und die vegane Bewegung getan hat. Tut mir leid, Enttäuschung Nummer 2. Raffaella Raab interessiert uns nur am Rand. Privat kommt man mit ihr bestimmt sogar gut aus. Das ist ja alles verpasst, du hast ja keine Ahnung. So ein ungebildetes Stück. Ja. Das hast du gesagt, das habe ich nur impliziert. Mein bzw. unser Interesse soll nicht Raffaella Raab gelten, sondern der militanten Veganerin. Und zwar als öffentliche Repräsentantin des Veganismus und als gesellschaftliches Phänomen, als Vertreterin eines nun ja militanten Ansatzes und als Beispiel dessen, was ich aggressiven Veganismus nenne. Nicht wenige vertreten diesen Veganismus und die ihm entsprechende Aktionsform, aber am eindrücklichsten verkörpert ihn die militante Veganerin. Was nun spricht für die militante Veganerin und ihren Ansatz? Die militante Veganerin schafft es, Veganismus und Tierrechten Gehör zu verschaffen. Mit schier unermüdlichem Einsatz kämpft sie für die Tiere. Instagram, TikTok, YouTube, Discord, Twitch, DSDS, Sat.1 Frühstücksfernsehen, OnlyFans, Leroy will's wissen, Zeit, Spiegel, Freitag. Keine vegane Persönlichkeit hat ihre Reichweite und sie verbreitet die Botschaft des Veganismus wie lange niemand vor und nach ihr. Man kann auch sagen, sie ist eine Musikerin. Sie spielt auf der Klaviatur sozialer Medien und sie verbreitet dabei ihre Message. Leb vegan statt brutal. Nicht vegan sein ist nicht okay. Das ist stark, das sitzt, das kommt geschmeidig aus der Hüfte und verfängt. Donald Trump und die Republikaner stecken viel weg. Aber eine Sache hat sie geärgert, dass man sie weird nennt. Es zieht den Leuten den Boden unter den Lauforganen weg. Sie können sich dann nicht mehr über Moralisierung und Political Correctness beschweren. Und auch nicht auf Normalität berufen, denn sie sind am Ende ja dann diejenigen, die nicht normal sind. Man wendet also ihre eigenen Waffen gegen sie selbst. Das ist der Tierkonsum auch. Weird, komisch. Du bist nicht vegan. Weird. Du konsumierst Tiere. Cringe. Let's make Tierkonsum weird and cringe. Wir brauchen eingängige Slogans. Wir brauchen Symbole. Und wir brauchen neue Begriffe, um zu beschreiben und anzuprangern, was da in den Mastanlagen, Käfigen, Laboratorien und Wäldern vor sich geht. Geografie und ich, wir verstehen uns nicht. 1,0 im Abi, das musst du nicht können. Alles vergessen. war nicht Teil deines Abitur. Doch, das ist alles nur auswendig gelernt. Ich schwöre, ich kann nichts. Ich glaube, da hast du Unrecht. Aber reden kann ich. Und vermutlich denken. Bei dem schrillen Auftreten, bei der teilweise gespielten Empörung geht oft verloren, dass die militante Veganerin durchaus intelligent ist. Ich meine, sie hat ihr Medizinstudium beendet, promoviert und als Ärztin gearbeitet. Da kann man sich nicht einfach so durchwieseln.
I'm something of a Veganer and Tierrechtler mit akademischem Hintergrund myself und ich kann euch sagen, was die militante Veganerin so von sich gibt. Das hat Arme, Hände, Füße, Beine, einen Kopf und einen Hals. Nur die Kernmuskulatur ist ein bisschen verkümmert, aber dazu bei den Kontras mehr. Wenn die militante Veganerin in eine Diskussion zieht, dann hat sie Zettel und Stift dabei. Und ich kann euch sagen, wenn jemand mit Zettel und Stift in eine Diskussion geht, dann lieber Reißaus nehmen. Wie Berthold Heisterkamp ist die militante Veganerin von einem Schlag, der auch mal aneckt. Aber mehr als das. Sie legt den salzigen Finger nicht in die blutende Wunde, sondern sie schlägt mit der Faust immer mitten in die Fresse rein. Wir brauchen eine moralische Revolution, keine langsame Evolution. Ich glaube, das ist einfach auch das, was wir sehen in vergangenen Gerechtigkeitsbewegungen, dass es schlussendlich exponentiell ansteigt. Und das erreicht man nur durch Hand in die Fresse, dort wo es weh tut. Sie prangelt Heuchelei und Doppelmoral an. Sie zerstört mit klarer Botschaft, mit Kenntnissen von naturalistischen Fehlschlüssen, Zirkelschlüssen und vom Speziesismus. Dabei verwässert sie den Veganismus nicht. Bei ihr weiß man, woran man isst und es ist nicht davon auszugehen, dass sie eines Tages eine Hühnerfarm eröffnen, Eier verkaufen und Hackfleisch produzieren wird. Überhaupt verkauft sie ihre Werte nicht. Ich sehe bei ihr keine Bereicherungsabsicht, sondern ernsthaften Einsatz für die Tiere und den Veganismus. Dieser Einsatz ist viertens: Die militante Veganerin kennt keine Parteien. Sie kennt nur Vegane und Nicht-Vegane. Ihr Anliegen ist parteipolitisch. Sie geht zu Parteien, um für den Veganismus und Antispeziesismus zu werben, sei es bei der V-Partei oder bei der AfD. Sie interessiert sich auch nicht für die politischen Standpunkte derjenigen Menschen, mit denen sie es zu tun hat. Bist du für oder bist du gegen die Tiere? Das ist ihre Leitfrage. Das ist ihr existenzielles Anliegen. Und damit ist sie nicht nur für Linke, Grüne und Woke interessant, sondern für eine breite Bevölkerung. Es hilft, dass sie nicht gendert und nicht barfuß herumläuft und dass sie und ihr Freund dem Klischee vom dünnen Lauchveganen entschieden widersprechen. Wir sollten die Macht unseres Auftretens durchaus nicht unterschätzen. Wisst ihr, wer auch starke Auftritte hatte? Er hier. Umweltschutz ist eine der großen Zukunftsaufgaben für die Völkergemeinschaft. Wir, die Bundesrepublik Deutschland, werden auch künftig hartnäckig auf der Einlösung dieser internationalen Verpflichtung bestehen. Helmut Kohl, 16 Jahre lang Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und mit einer Vorliebe für Saumagen. Helmut Kohl forderte eine geistig-moralische Wende. Das ist ein hoher Anspruch und diesen hohen Anspruch hat die militante Veganerin auch. Schweinebauern oder Tierbauern lachen dir ins Gesicht, wenn du sagst, ja, es ist nicht der Veganer, der ihnen Angst macht, was diese Produkte betrifft. Nicht der Nichtkonsum von ihren Produkten, weil es sind zu wenige Leute, die das nicht mehr konsumieren, als dass es sich groß auswirkt. Es ist vor allem die moralische Revolution, die dafür sorgt, dass es dann immer mehr Leute gibt, die das gänzlich ablehnen. Also wir brauchen vor allem eine politisch-moralische Revolution, weil nur durch den Konsum alleine werden wir da nicht hinkommen. Deswegen darf Veganismus nicht nur ein Konsumboykott sein, sondern es muss vor allem, dass du die Botschaft weitergibst, dass es zu einer politischen Revolution kommt, sein. So sieht's aus. Wir brauchen eine politisch-moralische Revolution, keinen Konsumboykott. Es reicht nicht, einfach kein Fleisch mehr zu kaufen. Die Menschen müssen vielmehr ihre Moral ändern. Und das erreichen wir durch veganen Aktivismus. Wenn die Menschen Schweine, Hühner und Rinder nicht mehr als minderwertig betrachten und ihren eigenen Anspruch einlösen, Tiere zu lieben, wenn sie die kognitive Dissonanz im Sinne der Tiere auflösen, wenn sie den Speziesismus überwinden, dann ändern sie automatisch ihre Einkäufe und es entstehen neue Wirtschaftszweige. Und die politischen Parteien müssen die moralische Revolution unterstützen, indem sie Subventionen für die Tierindustrie streichen, irreführende Werbung verbieten, den Zugang zu veganen Produkten in öffentlichen Kantinen erleichtern und ganz grundsätzlich Politik im Sinne der Tiere machen. Dein Einkaufswagen ist dein Stimmzettel. Nein, ein Stimmzettel ist ein Stimmzettel. Einzig das Kaufverhalten anzuprangern, entpolitisiert den Veganismus. Der Veganismus ist eine politische Bewegung über Parteipolitik hinaus und er vertritt eine bestimmte Ethik. Er ist keine Ernährungsweise, sondern eine Lebensweise mit einer eigenen Vorstellung davon, wie unser Verhältnis zu Tieren sein soll. Und um diesen Anspruch des Veganismus einzulösen, bedarf es eben manchmal der Provokation und schriller Aktionen. Dafür steht die militante Veganerin mit ihrem Namen und ihrem Auftreten. Und der Erfolg gibt ihr recht, oder?
Was denkt ihr? Was spricht noch für die militante Veganerin? Und was spricht gegen sie? Schreibt es gerne in die Kommentare und denkt daran, dass wir den Tierkonsum überwinden müssen. Ein Gedicht, inspiriert von dem amerikanischen Dichter Charles Michael Schuldiner. A Song of Zero Tolerance. Let me tell you, it's not okay. It's not okay to not be vegan. This is just a test of ethics. This is just insane. Let veganism be done. There will be zero tolerance for the meat eater or vegetarian. There will be zero tolerance. She is your deciding goddess. Ach so, ihr braucht ja natürlich auch noch ein bisschen Kontext. Ich wollte euch das eigentlich mit der Klampfe aufnehmen, aber Copyright, ja, ihr wisst Bescheid. Hört euch einfach von Death Zero Tolerance an. Ich verlinke es euch. Und hört euch das Lied mit den neuen Lyrics an.